Ich bin hier im wunderschönen Arabella Park in München, mein zweites Zuhause. Und ich besuche jetzt den Dominik Ramspott, einer der führenden Golf-Physiotherapeuten, und habe auch meinen Neuner-Eisen dabei. Und der schaut jetzt sich meinen Golfschwung an und hoffentlich kann der mir ein bisschen helfen mit meinem Golfspiel. Ja, wir sind hier mit Dominik Ramspott im schönen München in seiner Praxis und es ist total cool hier zu sein. Aber er ist einer der führendsten Golftherapeuten, den es gibt. Und ja, erste Frage, wie kommt man überhaupt in so ein Geschäft rein? Was machst du als Golftherapeut? Ursprünglich habe ich auch Leistungsgolfsport gespielt und bin darüber zum Golfen gekommen als Jugendlicher. Und als es dann soweit war, was ich beruflich machen will oder sollte, bin ich dann auf die Golfphysiotherapie gekommen, beziehungsweise das war der Anreiz, Golftherapeut zu werden. Ich habe in Deutschland dann die normale Physiotherapeutenausbildung gemacht und darauf mich dann spezialisiert im Bereich von Golf. Sag mal, ich komme jetzt zum Golfplatz, habe 10 Minuten Zeit bevor mein Tee Time, bisschen aufwärmen, um ein bisschen locker zu sein. Kannst du mir da ein paar Sachen geben zum locker werden? Also was will man da machen? Genau, wir fangen an am besten mit den großen Gelenken. Ich kann auch immer ohne Golfschläger oder? Ja. Nee, mit Golfschläger. Okay. Du nimmst, also das allererstes ist oben im oberen Bereich haben wir die Schulter, die wir warm machen. Da brauchen wir vor allem die Rotationen, später dann im Aufschwung, im Durchschwung. Du greifst mal den Golfschläger, so einfach rechts, links und kannst einfach mal die Bewegung aus dem ganzen Arm nach oben machen. Da kann man 10 bis 15 Wiederholungen machen. Du richtest dich dabei auf, gerade wenn man aus dem Büro kommt. Das ist ist gut. Ja, vom Fliegen und so. Ja, es ist. Obwohl ich zwar ein bisschen Golf gespielt habe, aber Golf tut mir auch weh danach. Ja, die meisten kommen ja irgendwie direkt aus dem Büro und dann. Genau. Du kannst dann versuchen, wenn du ein bisschen breiter greifst, dass du wirklich mal versuchst, noch weiter nach hinten oder ganz rumzukommen. Das ist so um die Hände meinst du? Genau. Dass du noch weit, Neuner ist super. Ich nehme immer einen Driver dafür. Genau. Ja, jetzt sieht man, jetzt kommst du auch schon schön nach hinten. Du bist Golfer, du hast die Beweglichkeit, viele haben sie nicht, aber dann wäre das auch eine gute Übung, sich die Beweglichkeit zu holen. Nächste Übung geht vor allem Innenrotation für den unteren Arm und Außenrotation für hier oben. Du ziehst dir einmal die Hand nach oben, von unten nach oben, und einmal zieht die untere Hand die Hand nach zwischen die Schulterblätter von oben runter. Okay. Genau. Also einmal ziehst du jetzt nach oben, dann geht die rechte Hand in dem Fall zwischen die Schulterblätter hoch, bis du einen leichten Zug hier spürst, und umgekehrt von unten ziehen, und da sollte der Oberarm ein bisschen mehr Richtung Decke hochkommen. Ja. Und da schaut man, dass du mit der Hand dann auch irgendwie mal so Richtung Schulterblätter hinterkommst. Okay. Und dann die andere Seite auch dann? Oder nur genau, die andere Seite genauso. Auch wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Genau. Das ist gut, das ist ja auch immer mein Ober. Aber das sieht man, ist ja auch groß, man hat immer die Schultern und bei dir sieht man jetzt hier, der Arm könnte ein bisschen mehr Aufrichtung gebrauchen, also sprich ein bisschen mehr Dehnung auch auf der Rückseite vom Arm, dass die Hand irgendwann mal hier reinkommt. Genau, Gut. Nächste Übung ist wahrscheinlich auch bekannt, so ein bisschen um die Oberkörperrotation zu machen. Da geht man einfach in die Golfhaltung, nimmt den Schläger vor die Schultern, bist in so einer 8er, 9er Eisenposition und jetzt drehst du einfach nur die Schultern oben, ohne dein Becken zu bewegen. Und das versuchst du halt maximal zu machen, ein paar Mal. Kann man dann auch erstmal auf die gute Seite machen, rechts, und dann natürlich auch auf die andere Seite. Also man muss nicht so weit jetzt gehen, oder man sollte weitergehen, wenn man... Genau. Ich bin erstmal selektiv, das heißt, nur den Oberkörper. Kannst du mal versuchen, dich ein bisschen mehr aufzurichten und mehr vorzuneigen. Ja. So, also mehr so Richtung Sandwich-Position. Und hier mehr aufrichten. Das heißt, du nimmst die Schultern
Du nimmst das Brustbein mehr vorne hoch. Genau, ja. Und in der Position drehen, weil dann ist der Oberkörper geöffnet und dann drehst du leichter oben in den Schultern. Genau. Das ist gut, ja, das spürt man im Rücken. Genau. Auch wieder einfach so viele Übungen, wie du dich wohlfühlst und dann halt zum warm machen kannst. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf den Unterkörper rein. Dafür die innenseitige liegende Muskeln von den Hüften ist ganz gut. Erstmal im Stand auf die Innenseite zu wechseln, einmal aufs rechte Bein beugen. Sonst sollte ein leichter Zug auf der Innenseite sein. Man kann sich hier vorne gleichzeitig auch so ein bisschen kombiniert abstützen und kriegt so eine Dehnung auf die Flanke bzw. auf den langen Rückenmuskel hier. Ja. Hört man schon? Ja. Genau, auch hier wieder ein Wechsel von. Man kann es ein bisschen dynamischer machen. Genau, das war auch meine Frage. Ist es genau dynamisch? Das nennt man ja in Englisch, weil ich vorher merke, Active oder Static Stretching. Ist für so eine Aufwärme am Anfang der Runde ist es das Dynamische besser, oder? Obwohl jetzt nennt nicht das dynamisch, was wir gerade machen, ein bisschen? Oder? Doch, es ist dynamisch, weil die Bewegung gehst rein und gehst wieder raus. Das macht die Dynamik aus. Wenn du static, also gehalten oder statisch dehnen würdest, würdest du diese Dehnung zum Beispiel hier, die würdest du halten, 20 Sekunden lang. Das wäre nicht gut, weil wenn danach eine Belastung folgt, hast du den Muskel ja eher entspannt und auf Länge gebracht. Und wenn danach du auf die Runde gehen willst und Bälle schlagen möchtest, dann ist es besser, man macht es immer dynamisch. Genau, das habe ich auch gedacht, ja. Gut, dann natürlich, das ist dann schon ein bisschen ambitionierter für Leute, die, sage ich mal, schon mehr Sport treiben. Das ist einfach eine tiefe Kniebeuge, gleichzeitig die Hände über Kopf, dann haben wir die. Also nicht meine Knie immer das Problem, aber ich weiß, ich brauche nämlich meine Knie, das ist so schwer in die Hocke zu gehen, auch wenn man groß ist. Aber was man machen kann, tut mir leid, Kamera. Was man machen kann, ist tatsächlich, um die Kniebeuge zu erleichtern. Geh mal hoch. Ich lege dir was unter die Ferse. Entweder man nimmt einen Goldschläger oder man nimmt etwas Dickeres. Wir können dann hier diese Stange nehmen. Es gibt da solche Stufen. Das kann genau. Dann kommst du etwas leichter wahrscheinlich in die Hocke. Ja, ich soll nämlich auch nicht so tief gehen, aber das ist immer mit meinen Knien. Deshalb, ich habe ja früher darüber gesprochen, aber deswegen sage ich, also das ist schon ambitionierter die Bewegung. Man muss immer gucken, wie es halt von den Gelenken möglich ist. Aber wenn es jetzt einer schafft, tiefer zu gehen, ist es natürlich eine schöne Aufwärmgeschichte noch für die großen Gelenke. Genau, und dynamisch. Das heißt, genau, aber man soll nicht stehen bleiben. Okay, genau. Da kannst du ruhig rein und wieder raus bewegen. Sehr gut. Da auch wieder, wie gesagt, 10, 15 Wiederholungen, dass man einfach die großen Muskeln auch am Bein warm gemacht hat. Dann ist dann auch noch eine fortschrittlichere Übung für den etwas ambitionierteren Golfer, der sich wirklich vom Rest des Körpers gut warm machen möchte. Das ist diese World Greatest Stretch-Geschichte. Ja, den kenne ich sogar. Genau. Den habe ich schon mal mit meinem, den macht manchmal ein Workout. Genau, da macht man dieses hier. Genau. Die linke Hand stützt. Ja, die linke Hand, genau. Die rechte Hand geht tief jetzt rein, genau zum rechten Fuß runter, zum rechten, genau dahin. Also, okay. Und das Bein kannst du fast strecken lassen. Strecken. Okay. Und dann versuchst du hier, dann kommst du natürlich nicht mehr so leicht runter. Und jetzt dreht die rechte Hand auf zur Decke. Jawohl. Und hier drüber. Genau. Ja, das ist gut, ja. Und damit hast du eigentlich die gesamte Wirbelsäule. Du hast volle Beugung auf der einen Seite in der Hüfte rechts, hinten hast du die volle Streckung auf der linken Seite. Das heißt, du hast eigentlich alle Muskeln, großen Muskeln gut in der Bewegung. Ich will nicht meine Hose reißen hier. Ja. Aber so Golfhose, die sind genau. Stretchen, die sind okay. Gut. Und was ich noch vergessen habe, Handgelenke sind auch ein wichtiger Faktor beim Golfen. Gerade die sollten auch irgendwie natürlich warm werden. Man kann entweder Handgelenk kreisen oder eine ganz schöne Übung ist, man bewegt die Finger am Schaft entlang und umgekehrt, man bewegt. Das ist gar nicht so leicht,
den Schaft wieder nach oben. Ist es eher fürs Short Game, meinst du? Oder ist es auch für voll. Da kriegt man dann das Gefühl, für ein Kurzspiel, meinst du? Naja, also das ist jetzt einfach koordinativ. Ja, okay, genau. Ob das dann fürs kurze Spiel was bringt, da sind ja dann die Griffvarianten unterschiedlicher. Also beim langen Spiel, beim kurzen Spiel greift man ja auch mal ein bisschen anders. Ja. Das kann schon was bringen, aber das geht jetzt viel mehr eigentlich um die Das kann ich fast gar nicht richtig. Das Hochschwimmen. Ja. Komisch, ja. Das ist gut, aber ja. Und das genauso natürlich Handwechsel. Ja. Ja, jetzt haben wir praktisch Handgelenk, Schulter. Wir hatten die Rotation Brustwirbelsäule, auch mit dem vorgeneigten Stretch. Wir haben unteren Rücken gehabt bei dem Ausfallschritt, um die tiefe Kniebeuge für Hüfte, Oberschenkel und Knie. Und somit haben wir eigentlich die wichtigsten großen Gelenkgruppen im Golf schon mal warm gemacht, aktiv warm gemacht. Und ja, in 5 bis 10 Minuten ist man dann eigentlich stark klar. Super, ja. So.